Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute backen wir ganz viele Plätzchen aus einem Teig für einen ganz bunten und vor allem auch sehr leckeren Weihnachtsteller. 8 super leckere und vor allem auch ganz verschiedene Plätzchen, die aus einem Grundteig mit ein ganz klein wenig Abwandlung hergestellt werden. Wir starten mit dem Grundteig und hier wird nachher noch einige individuelle Zutaten zugegeben. Aber jetzt geht es erstmal los mit den Zutaten für den Grundteig. Dazu wird benötigt Mehl, Butter, Puderzucker, Vanilleextrakt, Salz und Eier. Die genauen Mengenangaben findet ihr in der Infobox. Mehl und Puderzucker werden auf die Arbeitsfläche gegeben, in die Mitte eine Mulde geformt. Hier rein kommen die Eier und das Vanilleextrakt. Alternativ zu dem Vanilleextrakt kann natürlich auch das Mark einer Vanilleschote oder im Notfall auch Vanillezucker verwendet werden. Auf den Rand kommt nun das Salz und die weiche Butter und das Ganze wird am allerbesten mit den Händen zu einem Teig geknetet. Der Teig ist klebrig, das ist ganz normal. Dieser wird in Folie eingepackt und muss eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen. Anschließend wird er wieder ausgewickelt und in 8 gleichmäßige Portionen geteilt. Ihr habt etwa 2 Kilo Teig und jede Portion sollte Pi mal Daumen 250 Gramm haben. Los geht's mit den Nusskipferln. Dazu nehmt ihr euch ein Achtel des Teiges, knetet dieses ganz grob weich. Hier kommen zusätzlich gemahlene Nüsse und etwas Rumaroma dazu. Das Ganze wird eingeknetet, wieder verpackt und muss für eine Stunde im Kühlschrank ruhen. Die Linzerplätzchen, unsere absoluten Lieblinge. Hier wird ein Achtel des Teiges mit einem Esslöffel Mehl verknetet, anschließend wieder eingepackt und auch eine Stunde in den Kühlschrank gegeben. Weiter geht's mit den Nougatringen. Auch die sind natürlich super lecker und vor allem richtig schön schokoladig. Hier wird der Teig auch ganz grob weich geknetet, ein Esslöffel Kakaopulver und ein Esslöffel gemahlene Haselnüsse dazugegeben, eingeknetet und auch hier einpacken und ab geht's in den Kühlschrank. Die Spekulatiusblumen sind auch ganz einfach. Ein Achtel des Teiges wird mit Spekulatiusgewürz verknetet. Anschließend wird der Teig halbiert. In die eine Hälfte wird ein Esslöffel Mehl hineingeknetet, in die andere ein Esslöffel Kakaopulver. Auch hier einpacken und ab in den Kühlschrank. Als nächstes kommt das Schwarz-Weiß-Gebäck. Hier wird ein Achtel des Teiges nochmal halbiert. Die eine Hälfte bleibt so wie sie ist, wird nur einfach wieder eingepackt und in die andere Hälfte wird ein Esslöffel Kakaopulver hineingeknetet und beides geht natürlich auch zu den anderen vorbereiteten Keksteigen in den Kühlschrank. Bei den Engelsaugen wird, nachdem der Teig etwas weicher ist, ein Eigelb und ein Esslöffel Speisestärke eingeknetet. Einpacken und ab in den Kühlschrank. Für das Mandelgebäck wird das vorletzte Achtel des Teiges weich geknetet und mit gemahlenen Mandeln und einem Esslöffel Mehl verknetet. Einpacken und in den Kühlschrank. Und last but not least, genau 7 Sorten haben wir. Die 8. sind sehr leckere Waffelplätzchen. Hier wird das Achtel genommen und in einen Strang ohne vorige Kühlzeit von etwa 25 cm gerollt und etwa 1,5 bis 2 cm Stücke abgeschnitten, zu Kugeln geformt und in das vorbereitete, leicht gefettete, ich hätte fast gesagt Kletteisen, nein, natürlich Waffeleisen gegeben und diese müssen für etwa 4 bis 6 Minuten, jedes Waffeleisen ist anders, beobachtet das bei eurem, ausgebacken werden.
Mittlerweile ist auch der erste Teig eine Stunde im Kühlschrank durchgekühlt, nämlich die Nusskipferl. Hier wird der Teig zu einem etwa 25 cm langen Strang gerollt, etwa 1,5 bis 2 cm Stücke geschnitten, diese zu Kugeln geformt und schließlich zu Kipferl. Gebacken werden sie schließlich, der Backofen muss natürlich vorgeheizt werden, bei 190 Grad Ober-Unterhitze für 8 bis 12 Minuten. Nach dem Auskühlen, wer mag, kann die Enden noch in geschmolzene Zartbitterschokolade tauchen. Der zweite Teig, den wir vorbereitet haben, erinnert ihr euch noch? Es sind doch ganz schön viele, aber das sind die Linzerplätzchen. Hier wird der Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche auf eine Stärke von 0,5 cm ausgerollt und ausgestochen. Die Teiglinge kommen auf ein Backblech und bei der Hälfte wird in der Mitte natürlich noch ein Loch ausgestochen. Gebacken werden sie im vorgeheizten Backofen bei 190 Grad für etwa 10 bis 11 Minuten. Die Ringe werden direkt nach dem Backen üppig mit Puderzucker bestreut und nach dem Auskühlen kommt auf die Unterseite etwas Marmelade. Ich habe diese etwas erwärmt, dann ist sie etwas flüssiger und man kann sie einfach viel besser verarbeiten und die Linzerplätzchen werden schließlich zusammengesetzt. Der dritte Keksteig, das waren die Nougatringe. Auch hier auf eine Dicke von etwa 0,5 cm ausrollen und mit einem runden Ausstecher ausstechen. Auch hier wird bei der Hälfte in der Mitte ein Loch ausgestochen. Gebacken werden diese bei 190 Grad für etwa 10 bis 11 Minuten. Nach dem Auskühlen kommt auf die eine Hälfte etwas geschmolzener Nougat, der Ring wird oben drauf gesetzt und fertig sind die Nougatringe. Für die Spekulatiusblumen werden beide Teige, also der helle und auch der dunkle, auf eine Länge von 18 cm gerollt und 1 cm Scheiben abgeschnitten, zu Kugeln geformt, sodass ihr von dem hellen 18 Kugeln habt und von dem dunklen 18 Kugeln habt. Gebacken werden 3 dunkle und 3 helle Blumen. Für die dunklen wird eine helle Kugel in die Mitte gesetzt, 5 dunkle außenrum, noch etwas flach gedrückt und mit einem Schaschlikspieß oder Zahnstocher geprägt. Für die hellen Blumenkekse wird eine dunkle Kugel für die Mitte genommen und 5 helle für außen. Gebacken werden sie bei 190 Grad für 13 bis 15 Minuten. Für das Schwarz-Weiß-Gebäck wird der helle als auch der dunkle Teig auf etwa 3 mm Stärke ausgerollt. Der helle Teig wird auf ein Stück Klarsichtfolie gelegt und mit Eiweiß bestrichen. Erinnert ihr euch? Ihr hattet ganz zu Anfang bei den Engelsaugen ein Eigelb und das ist das Eiweiß, was ihr nämlich aufheben müsst.
Hierauf kommt nun der dunkle Teig. Das Eiweiß natürlich aus dem Zweck, dass der dunkle Teig kleben bleibt. Der dunkle Teig wird ganz grob angepasst, eventuell noch Lücken aufgefüllt und auf den dunklen Teig wird nun auch wieder etwas Eiweiß gestrichen und mit Hilfe der Folie die Rolle zusammengerollt. Die Rolle muss anschließend für 20 bis 30 Minuten ins Gefrierfach. Nachdem der Teig nun schön fest geworden ist, wird er in etwa 1,5 cm Stücke geschnitten. Durch das Anfrieren lassen sich die Kekse nämlich nun super sauber abschneiden. Auch hier wird gebacken bei 190 Grad für etwa 8 bis 9 Minuten. Für die Engelsaugen wird auch hier der Teig zu einer etwa 25 cm Rolle gerollt, 1,5 bis 2 cm Stücke abgeschnitten, zu Kugeln geformt, auf ein Backblech gesetzt und mit Hilfe eines leicht bemehlten Kochlöffelstiels Löcher hineingestochen. Die Engelsaugen werden gebacken bei 190 Grad für etwa 12 Minuten und werden direkt nach dem Backen üppig mit Puderzucker bestreut. Wenn sie ausgekühlt sind, kommt noch ein Klecks rote Marmelade in die Mitte. Diese wird zuvor ganz kurz in der Mikrowelle erwärmt. Das Mandelgebäck, auch hier eine Rolle von etwa 25 cm, 1,5 bis 2 cm Scheiben abschneiden und auch diese wieder zu Kugeln formen. Und ihr habt noch Eiweißrest, denn diese Kugeln werden nun in dem Eiweiß und anschließend in gehackte Mandeln gewälzt, auf das Backblech gesetzt. Und mittig noch eine ganze Mandel hineingedrückt. Gebacken werden sie bei 190 Grad für etwa 12 bis 14 Minuten. Ja, der weihnachtliche Gebäckteller, ganz bunt, ganz viele verschiedene Sorten, super lecker. Ihr müsst euch jetzt nicht alles merken. Ihr findet das Rezept zum Nachlesen auf meinem Blog, den Link findet ihr jetzt gleich am Ende. Welche sind eure Favoriten? Schreibt es mir doch super gerne in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken.